Okay. Inzwischen haben wir die Grundinstallation von Linux durchgeführt. Bevor wir uns nun mit der Installation der erforderlichen Komponenten beschäftigen, möchten wir zunächst ein Update durchführen. Bei MX Linux wird dies von der Software MX Updater erledigt. Um sie zu starten, geben Sie einfach den entsprechenden Begriff in die Suchleiste der Anwendungsübersicht ein. Danach müssen Sie das Root-Passwort eingeben und das System wird automatisch aktualisiert. Im Gegensatz zu Windows sind keine Zwangsaktualisierungen notwendig und der Computer muss nicht immer wieder neu gestartet werden. Nachdem die Aktualisierungen abgeschlossen sind, geben wir in der gleichen Suchleiste den Begriff Software ein. Eines der Suchergebnisse heißt MX Package Installer. Dies ist eine Art App Store für MX Linux, in dem wir alle Komponenten finden, die wir benötigen. Wir beginnen, indem wir oben die Registerkarte Test Repository auswählen. Dort suchen wir nach dem Begriff Wine. Wine ist eine Software, die eine Umgebung emulieren kann, so dass ein Programm für Windows auch unter Linux laufen kann. Ich installiere die Staging-Version für 32 und 64 Bits. Bitte denken Sie daran, das Kästchen unten zu markieren, um die empfohlenen Abhängigkeiten zu installieren. Nachdem wir auf die Schaltfläche Installieren geklickt haben, erhalten wir eine Übersicht, wie viel Speicherplatz für die Installation der gewünschten Software benötigt wird. Wir bestätigen dies einfach mit OK. Nach der Bestätigung sehen wir, dass die einzelnen Programmteile heruntergeladen und installiert werden. Dies kann ein paar Minuten dauern. Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, wiederholen wir das Ganze noch einmal. Aber dieses Mal gehen wir auf die Registerkarte Stable Repository und suchen nach dem Paket namens WinBint. Nachdem auch dieses Paket installiert ist, benötigen wir ein weiteres Paket namens Winetricks. Und dann installieren wir das Paket Play on Linux, das ebenfalls im Stable Repository zu finden ist. Wenn alle diese Installationen abgeschlossen sind, müssen wir einige Befehlszeilen eingeben. Dazu öffnen wir das Terminalprogramm, das in der linken Leiste als schwarzer Kasten zu sehen ist. Hier müssen wir nacheinander einige Zeilen eingeben und diese mit Enter bestätigen. Welche Befehle das sind, sehen Sie auf den Screenshots in diesem Video. Bei Bedarf kann ich die Befehle in der Beschreibung zusammenfassen. Sobald die Wine-Konfiguration erfolgreich gestartet wurde, sollten wir nach ein paar Sekunden einen Bildschirm sehen, der Windows 7 als vorgeschlagene Version anzeigt. Für den Anfang lassen wir alle Einstellungen so wie sie sind und schließen dieses Fenster mit einem Klick auf die Schaltfläche OK. Danach starten wir Winetricks von der Kommandozeile mit einem Parameter für WinHTTP. Dadurch wird ein neues Verzeichnis erstellt und ein Service Pack für Windows heruntergeladen. Okay, das war's bisher mit der Installation. Im nächsten Video werden wir uns ansehen, wie Sie MetaTrader mit den installierten Programmen zum Laufen bringen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den Inhalten dieses Videos haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir antworten immer selbst und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre eigene Algo-Trading-Server-Farm aufbauen möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie schnellere und bessere Handelsergebnisse für Ihren eigenen Algo-Handel benötigen, dann schauen Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.